möchte Sie auch erstmal herzlich begrüßen. Kommen wir zum Punkt Technik des ersten Foxhouse-Senders. Die Technik kommt ja bei diesem Jubiläum meistens ein bisschen zu kurz und das ist schade und deswegen wollen wir uns jetzt ein bisschen der Technik widmen. Wir müssen uns natürlich überlegen, wie kam es überhaupt zum Rundfunk, und da sind natürlich Erfindungen wichtig, die das erst ermöglicht haben. Da ist als allererstes der Maxwell zu nennen, der hat die Maxwell'schen Gleichungen um 1864 veröffentlicht und dort wird die Verkopplung von magnetischem und elektrischem Feld beschrieben und die Gleichungen haben auch schon gezeigt, dass es sowas wie elektromagnetische Wellen geben muss. Also das, was Rundfunk eigentlich erst ermöglicht. Wir sehen hier diese schönen Formeln auf einem T-Shirt aufgedruckt. Den praktischen Nachweis hat dann Hertz so 1887, 1888 getroffen, indem er jetzt Kugelfunkenstrecke genommen hat, da war eine Antenne angeschlossen und dann hat er jetzt elektrische Überschläge damit erzeugt und hat in einer bestimmten Entfernung mit einem, was man hier sehen kann, seine Prüfkugelfunkenstrecke, konnte er nachweisen, dass über die Ferne was übertragen worden ist. Der Hertz hat auch noch die Maxwell'schen Gleichungen in eine Form gebracht, wie sie heute noch benutzt wird. Die erste praktische Anwendung hat dann Marconi gemacht. Er hat als erster im Morsecode Nachrichten übertragen mittels elektromagnetischer Wellen, so um 1894, 1895. Das ist immer noch die Basis dieser Überschläge von höheren Spannungen. Das gab einen Funken und wir denken normalerweise nicht daran, wenn wir den Begriff Funken benutzen, dass das aus dieser Frühzeit herkommt. Funktechnik wird benutzt, aber niemand denkt mehr an die Wurzeln. Es waren tatsächlich Funken, die dort übergeschlagen haben. Der Marconi hat dann auch als erstes eine Atlantiküberquerung mittels elektromagnetischer Wellen gemacht und besonders tragisch ist die Geschichte der Funker auf der Titanic, der hat mit einer Marconi-Apparatur SOS gefunkt. Das sind jetzt Schlüsselgeschichten, die passiert sind, bevor dann die Sendertechnik weiter fortgeschritten ist. Das waren dann die sogenannten Lichtbogensender und Löschfunkensender. Wir haben immer noch den Funken im Hintergrund. Der Lichtbogensender ist eine Geschichte, wo jetzt 2 Jahre zuvor in Königs Wusterhausen schon die erste Übertragung gemacht worden ist, aber das war nicht der Start des Rundfunks, das war auch kein reguläres Programm. Wir sehen hier den Löschfunkensender Nauen, also man sieht eine riesen Equipment, die dazu notwendig war. Dann die Maschinensender, da ist also die Trägerwelle mit einer vielbohligen Maschine erzeugt worden, die mit einem Elektromotor angetrieben worden ist. Aber der eigentliche Durchbruch kam eigentlich erst mit der Elektronik und da ist zunächst der von Lieben zu nennen. Der hat 1906 ein Patent angemeldet, Kathodenstrahlrelais. Diese einfache Röhre ist noch mit Magnetfeld gesteuert worden und hat noch Quecksilberdampf-Restgase gehabt. Das heißt, die Röhre hat nicht lange arbeiten können. Die eigentliche Schlüsselerfindung ins Elektronikzeitalter hat de Forest gemacht. Er hat die Audionröhre, die Hochvakuumdiode 1906 zum Patent angemeldet. Das war eine Röhre mit 3 Elektroden schon und mit einem Steuergitter und er gilt zu Recht als einer der Väter des Elektronikzeitalters.
Nun haben wir jetzt die Röhre erfunden, aber damit können wir noch lange nicht senden. Deswegen musste ja erstmal eine Schaltung erdacht werden, die kontinuierliche elektrische Schwingungen erzeugen kann. Und da kommt Alexander Meissner ins Spiel, der war Mitarbeiter von Telefunken und der hat die Rückkopplung erfunden. Und damit konnte die Elektronenröhre selbsttätig auf einer definierten Frequenz schwingen. Und das Patent hat er 1913 erreicht. Nun muss man noch auf diese Trägerschwingung, die man erzeugt, die Nachricht, also sprich die Musik, einen schönen Tango, wie wir gehört haben, oder Sprache aufprägen können. Und das sind jetzt der Kolbitz, der De Forest, der Heising und der Schäfer. Schäfer war auch ein Mitarbeiter von Telefunken zu nennen. Die haben die Modulation entwickelt. Und im Prinzip ist das Aufbringen der Nachricht, also Musik oder Sprache, auf die Trägerwelle. Die Genannten haben das 1915 bis 1919 zum Patent angemeldet. Wir sehen, wir nähern uns immer mehr den bewussten 23. Vielleicht ganz kurz, was denn nun mit dieser Modulation auf sich hat. Wir sehen hier oben auf der ersten Kurve ein Tonsignal, das kann Audio oder Sprache sein. Das ist jetzt im Pegel, also in der Lautstärke und über die Zeit aufgetragen. Wir sehen hier die Trägerwelle, die wir dazu ausersehen haben, dass sie unsere Botschaft auch zum Empfänger bringt. Und unten sehen wir dann das modulierte Signal. Wir sehen also, dass hier diese Kurve hier genau das Nachrichtensignal ist, das wir übermitteln wollen. Und ganz einfach kann man sich so vorstellen, mit einem Multiplizierer oder einem Mischer, es wird diese Trägerschwingung, die wir mit dem Meissner-Oszillator erzeugt haben, auf den einen Eingang gegeben und die Nachricht, sprich Ton, Musik oder Sprache auf den anderen, und am Ausgang ist dann diese mit der Hüllkurve modulierte Trägerwelle abzugreifen. Wichtig dabei ist, bin ich darauf hingewiesen worden, er funktioniert nur, wenn man hier noch Gleichspannung überlagert, aber das ist ein schematisches Schaltbild, da braucht man nicht auf die Kleinigkeiten gehen. Das ist also unter Modulation zu verstehen. Da sind nochmal unsere 4 Pioniere, die das alles erst ermöglicht haben. Und dann gehen wir nach Deutschland und schauen an, wer in Deutschland den Rundfunk vorwärts getrieben hat. Das ist vor allem Hans Bredow, das ist ein deutscher Hochfrequenztechniker. Der hat den deutschen Schiffs- und Auslandsfunkverkehr begründet und er hat auch den Begriff Rundfunk begründet. Im amerikanischen Englischen gab es ja Broadcast und in Deutschland hat er den Begriff Rundfunk populär gemacht. Er ist ab April 1921 dann Staatssekretär geworden für das Telegrafen-, Fernsprech- und Funkwesen, also im Reichspostministerium, und er konnte dann auch die Sache mit dem Rundfunk vorantreiben, was er ja auch gemacht hat. Besonders lustig ist der Artikel im Berliner Lokalanzeiger von 1919 über einen Vortrag, den Bredow gehalten hat. Die zitieren dort: Der Vortragende brachte Ideen von geradezu Jules Verne'scher Kühnheit. Man muss sich ja überlegen, Gisela hat vorher ja erzählt, wie die Situation damals war. Für Menschen, die ja nur das Telefon kannten und die Zeitung kannten, war es plötzlich möglich, von einem beliebigen Ort A, vom Sendeort A zum Ort B Musik und Sprache drahtlos zu übertragen. Das ist also eine Geschichte, die für die natürlich deswegen die Jules Verne'sche Kühnheit, die der Redakteur beschrieben hat. Ja, nun wie kam es zum ersten Sender, der aufgebaut wurde? Da ist der Postdirektor Friedrich Weichert mit beauftragt worden. Der ist
im Telegrafentechnischen Reichsamt tätig gewesen und er erhielt am 19. September 1923 von Hans Bredow den Auftrag zu einem Senderaufbau, hier ist er zu sehen, dann wie er ausgesehen hat, mit folgenden Bedingungen. Aufbau binnen 14 Tage mit Labormitteln und keine zusätzlichen Kosten dürfen entstehen. Wir haben ja gehört, Inflation, es war sehr schwierig, Material zu beschaffen, er musste das alles mit Labormitteln aufbauen. Der Weichert schreibt dann später, unter Anspannung aller Kräfte gelang es tatsächlich, den Auftrag auszuführen. Am 1. Oktober 1923 war der Sender fertig und zur Aufstellung bereit. Und dann ging es darum, jetzt einen Aufstellungsort zu finden im Zentrum von Berlin. Er erzählt dann später, der Weichert, sie sind auf jeden Dachboden geklettert, der dort in Zentral-Berlin war, haben Berlin von oben gesehen, aber ihr Wahl fiel dann auf das Foxhaus in der Potsdamer Straße 4 und dort ist dann auch eine 30 Meter lange Reusenantenne installiert worden, wie wir es hier auf der Zeichnung sehen. Wir haben ja vorher gehört, Foxhaus, das war ja das Gebäude der Schallplatten und Grammophongesellschaft, die dort auch ihre Plattenkonzerte gemacht hat. Am 18. Oktober waren dann 1923 Senderversuche. Die Sendeleistung wird heutzutage so auf 250 Watt geschätzt und am Vormittag des 29. Oktober kam dann der Staatssekretär Bredow zur Besichtigung und Weichert berichtet später, Bredow war so begeistert, dass er sogleich die Aufnahme des programmmäßigen Betriebs noch für diesen Tag anordnete. Also ganz kurzfristige Entscheidung. Ja, der eigentliche Sender für die Techniker unter ihnen, der bestand aus 2 Röhren, einer Senderöhre und einer Modulatorröhre. Der Schwingkreis hier mit dem besagten Meissner-Oszillator, der hier auf die 750 kHz abgestimmt war, ist hier angekoppelt, kapazitiv an die Anode. Und die Rückkopplung, das ist ja wichtig, damit wir eine kontinuierliche Halbschwingung erzeugen können, erfolgt hier induktiv. Die Antenne kann jetzt auch geklappt werden und abgestimmt werden. Das Prinzip hier ist ein Anodenmodulator, das heißt, diese Modulatorröhre beeinflusst die Senderröhre in der Amplitude, so wie wir es gesehen haben an der Müllkurve. Interessant, die Versorgung, da hat er einen Gleichstromgenerator benutzt, denn die beiden Röhren brauchen 35 Ampere Heizstrom, also gewaltig die Geschichte, und der Sendetechniker musste die ganze Zeit, während der Sendezeit, die 3% Genauigkeit, die Heizspannung und den Heizstrom einstellen. Das ist über 2 Potentiometer gemacht worden. Die Anodenspannung für die Röhren sind auch wieder mit diesem Wechselstromgenerator erzeugt worden. Nach Transformation und Zweiweggleichrichtung hat man dann bis zu 4 kV Anodenspannung zur Verfügung gehabt, also 4000 Volt. Und nur ganz einfach mit einem Kondensator gesiebt. Die eigentliche Modulation, also Musik und Sprache, hier über Kohlenmikrofon, Übertrager und hier eine Batterie als Stromversorgung, dann auf die Steuergitter der Modulatorröhre und der Arbeitspunkt ist auch wieder mit einer Batterie eingestellt worden. Interessant, was er auch so schreibt, also man muss sich das Studio so vorstellen, da war ein Stuhl, auf dem sind Adressbücher und Telefonbücher von Berlin gelegt worden und darauf stand das Kohlemikrofon, das war alles, was da war. Dann haben sie ein paar Bücher an die Wände gehangen, damit die Akustik nicht ganz so schlimm ist und da haben dann die Musiker gespielt. Also die Leistung ist ja auch, dass der Sendetechniker, der hat ja das alles von Hand einstellen müssen, die ganze Geschichte, und hat es über die Sendezahl dann auch konstant halten müssen. Ja, so viel zu dem
Foxhouse-Sender. Hier nochmal kurz die allgemeinen Daten der beiden Röhren, der Senderöhre und der Modularröhre, sind 1,5 Kilowatt, 1500 Watt Senderöhren. Und was ich vorhin gesagt habe, da steht hier, dieser Wert ist im Betrieb einzustellen, die Heizung auf plus minus 3%. Und auch sonst sind die Grenzdaten angegeben. Für die Anodenspannung maximal diese 4000 Volt. Darüber ist man auch nicht gegangen. Man hätte die Sendeleistung erhöhen können, wenn man mit der Spannung noch höher gegangen wäre. Aber dann hätte man die Grenzdaten dieser RS15 überschritten. Ja, jetzt musste man natürlich das Ganze auch noch empfangen können. Dazu gab es dann verschiedene Empfänger damals schon. Und die Frau Dürnagel hat uns ja einige vom Museum mitgebracht, die Sie hinten dann auch sehen können. Das ist der einfachste, der Detektorempfänger, der ist rein passiv. Der war am verbreitesten. Man brauchte kein Akku, keine Batterie, aber man konnte natürlich nur, wie es hier zu sehen ist, mit einem Kopfhörer das hören. Das Verbesserte war dann schon der Detektor mit Röhrenverstärker, zum Beispiel wenn man auch den Lautsprecher wiedergeben wollte. Und die nächste Stufe für, man muss sagen, ja, Detektor, das war ja eine Sache, die mehr im Nahbereich funktioniert hat. Für weit entfernte Sender war das natürlich schwierig. Das war mit dem Rückkopplungsempfänger natürlich eine gewaltige Verbesserung, weil der Schwingkreis dadurch entdämpft wurde und entsprechend die Empfindlichkeit des Empfängers angestiegen ist. Dann war die nächste Klasse der Geradeausempfänger, das heißt, es waren mehrere Röhren hintereinander geschaltet, aber alle abgestimmt auf die Senderfrequenz. Und die Königsklasse ist dann der Super Heterodynempfänger, Überlagerungsempfänger, heute sagt man kurz Super dazu. Das ist die Empfängertechnik, die heute noch benutzt wird. Das ist natürlich die Königsklasse. Die Erfindung war schon gemacht, aber er war in den 23er Jahren aus Kostengründen sehr, sehr selten und wahrscheinlich kaum verbreitet zu der Zeit. Ja, so wird es wohl im häuslichen Bereich ausgesehen haben. So ein Trichterlautsprecher oder wie Koch und Sterzel sagt, Schwanenhalslautsprecher hat auch die Frau Dürnagel mitgebracht, der steht hinten. Und die drei Damen, die hören sich sicher gerade ihre Lieblingssendung an. Muss man natürlich fit sein bei der Abstimmung, um das hinzukriegen. Ja, und jetzt wird uns der Alexander After You've Gone spielen, auch aus der Zeit, passend zu den Stücken, die damals auch im Rundfunk gesendet wurden.